In diesem Video möchten wir dir erklären, wie du deine Produkte schnell und einfach auf Amazon einstellen kannst. Im Wesentlichen gibt es zwei Wege, deine Produkte auf Amazon einzustellen. Zum einen kannst du dich an bereits bestehende Produkte dranhängen und zum anderen kannst du komplett neue Produkte im Amazon-Katalog erstellen. Um dich an bereits bestehende Produkte dran zu hängen, brauchst du lediglich einen eindeutigen Identifikator, beispielsweise die ERN, die ASIN, eine ISBN oder eine UPC-Nummer. Zusätzlich brauchst du noch den Preis, die Menge und den Zustand deines Produktes. Aber diese Informationen reichen schon aus, um dich als weiterer Händler an ein bereits bestehendes Produkt an Amazon dran zu hängen. Die zweite Variante erfordert deutlich mehr Informationen. Du brauchst beispielsweise zusätzlich den Titel, die Beschreibung oder die Kurzbeschreibung oder auch Bildinformationen zu deinem Produkt. Das Produkt wird komplett neu im Amazon-Katalog angelegt. Wie viele Daten du entsprechend benötigst, hängt von der jeweiligen Kategorie ab, in der du listen möchtest. Es gibt Kategorien, die haben höhere Anforderungen an deine Produktdaten. Es gibt Kategorien, die haben geringere Anforderungen an deine Produktdaten. In diesem Video möchten wir wirklich nur kurz und knapp auf die Grundfunktionen eingehen, die du benötigst, um möglichst schnell deine Produkte auf Amazon zu listen. Wir werden in Zukunft noch weitere Videos herausbringen, in denen wir jeden Schritt nochmal einzeln und viel detaillierter erklären möchten, wenn du zum Beispiel noch Fragen hast zu Detailfunktionen. Wir starten jetzt mit dem ersten Schritt, dich an bestehende Produkte an Amazon dran zu hängen. Wie bereits angedeutet, hast du zwei Möglichkeiten, deine Produkte auf Amazon anzubieten. Du kannst dich an bestehende Produkte anhängen oder komplett neue Produkte auf der Plattform erstellen. Im ersten Schritt möchte ich dir zeigen, wie du dich an bestehende Produkte anhängen kannst. Zu diesem Zweck habe ich eine einfache Aufbewahrungskiste ausgesucht, die auch bereits in meinem Afterbuy-Account angelegt ist. Wechsle in Afterbuy zu den Produktdaten und gebe den passenden Suchbegriff ein. Dieses bestehende Afterbuy-Produkt möchte ich nun mit dem Amazon-Produkt verbinden. Ich starte mit dem Klick auf das Hammer-Symbol. Als Lister suche ich den Amazon-Lister aus und bestätige die Auswahl mit Ausführen. Ich schaue, dass die SKU gesetzt ist, denn das ist wichtig, weil die SKU der Verbindungspunkt zwischen Afterbuy und Ihrem Seller Central Account ist. Wähle den Artikelzustand und ich möchte im nächsten Schritt direkt zu den globalen Änderungen weitergeleitet werden. Nun werde ich direkt zu den globalen Änderungen geleitet. In den globalen Änderungen kann ich noch einige wichtige Einstellungen vornehmen. Ich kann zum Beispiel meinen Preis direkt mit dem Verkaufspreis verknüpfen. Alternativ ebenfalls mit dem Händler-Einkaufspreis, dem Einkaufspreis oder mit einem dynamischen Preis. Ich kann auch eine Verknüpfung mit der Menge herstellen. In diesem Fall möchte ich gerne eine Verknüpfung mit dem Auktionsbestand herstellen. So bleiben meine Preise und Mengen immer aktuell, je nachdem, was ich in meinen Stammproduktdaten hinterlegt habe. Ich möchte auch, dass meine Preise und Bestandsdaten bei jeder Änderung aktualisiert werden. Dazu aktiviere ich die entsprechenden Checkboxen. Bestätige meine Eingaben noch einmal. Bekomme eine Bestätigung, dass alle Daten angelegt wurden und kann dann sofort in den Amazon-Lister wechseln. Hier sehe ich nun, dass das Produkt angelegt wurde. Ich kann mir die Details anzeigen lassen. Nach kurzer Zeit wird dieses Produkt auch in meinem Amazon Seller Central Account zu sehen sein. Hier kann ich auch direkt nach der vergebenen Verkäufer-SKU suchen. Nach einem Upload solltest du deine Verarbeitungsberichte im Auge behalten. Die Verarbeitungsberichte findest du unter Verkaufshandling, Amazon Verarbeitungsberichte einlesen. Hier siehst du, ob dein Bestandsabgleich, dein Preisabgleich oder ob der Produktupload korrekt erfolgt ist oder ob Fehler oder Warnungen entstanden sind. Über den Haken Vollständig kannst du dir alle wichtigen Detaildaten anzeigen lassen. Diesen Ablauf kannst du nicht nur für ein Produkt, wie gezeigt, sondern für beliebig viele Produkte durchführen. Ich möchte dir nun zeigen, wie du neue Produkte auf Amazon anlegen kannst. Um neue Produkte anlegen zu können, benötigst du in Afterbuy Amazon Vorlagen. Diese Vorlagen findest du unter Lister, Vorlagenmanager, Amazon Lister Vorlagen. Hier kannst du dir alle Vorlagen anzeigen lassen oder über die Footer-Navigation eine neue Vorlage anlegen. Vergebe hier einen Namen, wähle eine vordefinierte Vorlage aus oder eine Vorlage hochladen. Die Vorlagen, die du hier hochladen kannst, kannst du in deinem Seller Central Account erstellen. Du findest sie unter Lagerbestand, mehrere Produkte hochladen, möchten Sie eine Produktdatei erstellen, auf Weiter,
Lagerbestandsdatei herunterladen. Hier kannst du dir eine Kategorie auswählen, einen Modus der Vorlage definieren, einfach, erweitert oder benutzerdefiniert, wobei einfach relativ wenig Daten sind, die du ausfüllen musst. Werden dir weitere optionale Felder angeboten, die du zur Beschreibung deiner Produkte nutzen kannst. Im benutzerdefinierten Modus entscheidest du selbst, welche zusätzlichen Daten du in deiner Vorlage integriert haben möchtest. Über Vorlage erstellen kannst du dir die definierte Vorlage herunterladen und diese dann in Afterby wieder hochladen. Mir werden nun alle Felder angezeigt, die Amazon mir anbietet, wenn ich ein Produkt in der entsprechenden Kategorie auf Amazon anlegen möchte. Wir unterscheiden zwischen Pflichtfeldern, empfohlenen Feldern und weiteren Feldern. Du kannst die Ansicht der Felder auf die notwendigen Felder begrenzen, indem du den Schalter in der oberen Ecke rechts betätigst. Nun siehst du nur noch die Felder, die du verpflichtend angeben musst. Um dir die Arbeit etwas zu erleichtern, haben wir einige Variablenzuweisungen bereits vorgenommen. Wir haben zum Beispiel die Variable Stammartikel als deine Verkäufer-SKU gesetzt. Oder für den Produktnamen die Variable Stammnamen. Prüfe, ob du weitere Angaben machen kannst. Sind alle Angaben ausgefüllt, kannst du dir eine neue Vorlage anlegen. Ich wechsle nun zu den Produktdaten. Hier wähle ich ein oder mehrere Produkte aus, die ich auf Amazon neu anlegen möchte. Klicke auf Amazon Produktexport in der Aktionsliste und klicke dann auf Ausführen. Ich möchte hier nur das markierte Produkt zu Amazon übertragen, in den Amazon.de Account, über die gerade angelegte Vorlage. Ich möchte zudem einen Eintrag im Amazon Lister erzeugen. Ich möchte, dass Afterby meine Daten validiert. Das bedeutet, dass ich schon vorher erfahren möchte, ob Fehler in meiner Vorlage existieren, die ich gegebenenfalls bereits vor dem Upload korrigieren kann. Ich kann eine CSV-Vorschau erstellen. Die so generierte CSV-Datei kann ich theoretisch auch direkt in den Seller Central Account hochladen. In manchen Fällen kann dies sinnvoll sein. In meinem Fall möchte ich sowohl, dass Afterby meine Daten validiert, aber ich möchte keine Vorschau erstellen. Im Falle einer CSV-Vorschau werden keine Daten zu Amazon übertragen. Ich sehe nun, dass noch einige Fehler enthalten sind, zum Beispiel, dass der Hersteller nicht stimmt, dass der Zustandstyp nicht stimmt und die URL des Hauptbildes. Ich kann den Fehler nun korrigieren, in der Vorlage oder direkt im Produkt. Alternativ kann ich eine Wertzuweisung anlegen. Wertzuweisungen sind dann sinnvoll, wenn Amazon Werte erwartet, die in meinen Produktdaten so nicht enthalten sind. Ich sehe hier, welche Daten akzeptiert werden und kann einen Wert zuweisen, der dann für dieses Produkt übergeben werden soll. Wenn alle Fehler korrigiert wurden, erhalte ich die Meldung, dass die Übergabe erfolgreich gewesen ist. Es ist nun wichtig, die Amazon-Verarbeitungsberichte im Auge zu behalten. Hier sollte ich den Typ Flat File Listing und die Checkbox vollständig auswählen. Ich bekomme nun alle Fehler oder Erfolgsmeldungen angezeigt, die bei meiner Übertragung entstanden sind. Auch hier kann ich mir die Fehler genauer anschauen und diese direkt in meinen Produkten beheben, um den Export danach erneut anstoßen zu können. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kompakten Einblick in die Möglichkeiten geben konnten, wie Sie Ihre Produkte auf Amazon anbieten können. Viel Spaß beim Ausprobieren, beim Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.